Hallo zurück. So, dann haben wir uns jetzt mal diese Basis hier angucken, die irgendwie sehr witzig aussieht. Ich finde das Auto total cool. Es ist ein genialer Stil so, das ist schon schön gemacht. Sieht zwar 'n bisschen aus wie so Spielzeug von der Distanz anscheinend. Gucken wir mal, was hier schiefgelaufen ist. Mhm. 'Ne Art Mini-Autos oder was? Yes, now focus. What now? Kann ich hier nicht eine Kiste aufmachen? I'm going in. Hm, witzige Konstruktion so. Ich hatte aber eigentlich die Idee, ob ich das Ding hier erst mal aufmachen kann, und mir Bilder angucken, was hier denn passiert ist. Aber es sieht nicht so aus, ob ich das machen kann gerade. Ich will noch mal ein bisschen umgucken. War ich schon? Hier ist auch offen. Clear. For now. I can't hear anyone either. Und wir werden Sauerstoffflaschen ohne Ende. Na? Gut, ich weiß mal nicht, wie gut man es lesen kann so. Also, ein schwarzes Loch, Zusammenfassung der Forschungsarbeit im Quartal. Die im letzten Quartal durchgeführten empirischen Forschungen und Simulationen haben unser Team zu folgenden Schlussfolgerungen geführt. Jede Art von Materie kann zu einem schwarzen Loch werden. Ein schwarzes Loch kann mit Hilfe der Schwerkraft Licht einfangen. Wir schließen uns der These an, dass die Existenz eines Objekts wie eines schwarzen Lochs eine Folge der allgemeinen Relativitätstheorie ist. Ein schwarzes Loch kann einen Stern absorbieren, sogar von der Größe der Sonne. Die Zerstörung des Sterns oder mit anderen Worten die Dematerialisierung des Sterns wird von einem Materieblitz begleitet, der aus dem Inneren eines schwarzen Lochs stammt. Umfang der näheren Untersuchung. Gegenstand unserer verstärkten Forschungsanstrengungen in den nächsten Jahren wird eine Singularität sein, also ein kleiner Punkt mit einer riesigen Masse, der sich im Inneren eines jeden schwarzen Lochs befindet. Nach Ansicht unseres Teams ist dies ein Ort, an dem alle Gesetze der Physik gebrochen werden. Mhm. Hm. Das Sterben der Sonne. Richtigstellung des Artikels. An den Herausgeber so und so, der für einen skandalösen Artikel verantwortlich ist.
der meinen guten Ruf befleckt und meine wissenschaftlichen Erfolge herabsetzt. Ich bitte höflichst um eine Richtigstellung des Artikels Das Sterben der Sonne. Drohung eines Wissenschaftlers. Auf Seite 9 und 10 aus der 5. Ausgabe der Wissenschaftszeitung Young Astrophysics, die im laufenden Jahr erschienen ist. Der Text enthält nicht nur grundlegende Fehler wissenschaftlicher Natur, sondern auch unangemessene Zitate meiner Hypothesen, die ich auf dem letzten Kongress vorgetragen habe. Hiermit stelle ich Folgendes richtig. Basierend auf meinen, ich erinnere an den Verfasser Dr. Buser, nicht Bauza, Forschungen, die während kosmischer Reisen durchgeführt wurden, räume ich ein, dass die Dauer bis zur vollständigen Verbrennung des Wasserstoffs in Sternen von ihrer Masse abhängt. Dennoch gilt dieses Phänomen für alle Sterne. Und es gibt keinerlei Hinweise dafür, dass unser Planet, egal wie sehr wir uns darum bemühen, die Gesetze der Physik auszuhebeln, eine Ausnahme hinsichtlich dieses Phänomens bildet. Wie also lautet meine Hypothese richtig? In der Zukunft wird sämtlicher Sauerstoff im Kern der Sonne verglühen. Eine Wasserstofffusion wird sich ausdehnen, bis die Temperatur unter 10 Millionen Fahrenheit fällt. Der Kern wird schrumpfen. Die Asche des verbrannten Wasserstoffs wird als Brennstoff dienen und eine zweite Reihe von Fusionsreaktoren befeuern. Dies wird die Lebensdauer der alternden Sonne um einige hundert Jahre verlängern. Fest steht jedoch, dass sich die Sonne von einem gelben Zwerg zu einem roten Riesenstern entwickeln wird. Die Anziehungskraft auf die Venus und die Erde wird abnehmen. In der Folge werden sich besagte Himmelskörper von dem Stern in sichere Entfernung bewegen. Bevor sie endgültig verglüht, wird die mächtige rote Sonne trotzdem noch Merkur verschlingen. Ich bekräftige aufgrund meiner Forschung, dass die von mir getätigte Aussage, dass die Sonne 10 Milliarden Jahre lang als Hauptreihenstern fortbestehen wird, das heißt, sie entstand vor 5 Milliarden Jahren und wird noch weitere 5 Milliarden Jahre strahlen, korrekt ist. Es handelt sich jedoch nicht um eine laut dem Redakteur so oder und so auf labilen Hypothesen beruhende Drohung und um Blödsinn und um ein Hirngespinst eines nach Ruhm dürstenden Doktors der astrophysischen Wissenschaften, das das seelische Wohlbefinden der menschlichen Spezies bedroht. Die Vergänglichkeit ist ein Prozess, von dem jedes Objekt und jedes Wesen im Universum betroffen ist. Gleiches gilt für die in der Erfolgsaura ihrer plumpen schriftstellerischen Fähigkeiten und Popularität gefangenen Redakteure von Wissenschaftszeitschriften. Entschuldigung. Hochachtungsvoll Dr. Buser, Postskriptum, ein ausbleibender Nachdruck mit dieser Richtigstellung und einer entsprechenden Entschuldigung wird mich zum Schutze der Wissenschaft und meiner Person zu rechtlichen Schritten zwingen. So. Hm. Ich weiß nicht, ob ich jetzt rein will. Ich will erstmal draußen mir alles angucken. I should move. Oh, there's no time. Wieso sollst du weiterfliegen? Hier ist also nichts mit reinkommen. Aber ich will jetzt mal wissen, was das hier ist. Kommen wir nicht ran. Da ist der Weg quasi blockiert. Komme ich auch nicht ran. Aber was ist das hier? Hier ist nicht scharf gestellt. Doch. Na.
I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this Okay. together. Was Komisches haben die hier gebaut. Gut, dann werde ich jetzt doch reingehen müssen. Hilft nichts. Was mal da jetzt noch drin ist, so. Weise war ich jetzt schon überall drin. It's still quiet. It's eerie. Hier war ich doch schon, ne? I'm at the central module. In the headquarters. Walked in. Just like that. Yeah? Moment. The doors were open. Unbelievable. Just unbelievable. I'm Das ist entering ein the next Fisch. module. I guess it's a biolab. Ja, ganz ruhig. Ich will erst mal gucken, wo ich hier bin jetzt. Nothing. So groß sah es da von außen gar nicht aus. Geology lab. Okay, das wäre da, wo ich reingehen wollte eigentlich. The scientists excavated some animal remains and reconstructed their hypothetical appearance. Ist da auch was an der Wand? They conducted a soil survey 500 meters deep. Oh, that's a big piece of history, so to speak. What did they find? The range of their ground measurements covers a much wider area. To my eye, it seems they used advanced sonar. What they dug up here stretches for tens of kilometers. What do you mean? What's in the ground, Doctor? Metal deposits. Those structures. We still don't know where they came from. In such a peculiar form. One of these diagrams shows a geological cross-section. As suspected, it's all metal below the surface, of relatively thin layers of rock. But compared to the rest of the continent, the deposits in this region are significantly younger. Hat er das andere jetzt gerafft hier? Unbelievable. Not only do we know nothing about their origin, but the arrangement of these deposits is sort of puzzling. A ring system with a distinct center. Millions of years ago, life was abundant on the planet. That would match our assumptions. Yeah. Subdelta 92 class planets have very favorable conditions for the development of a biosphere. So what happened? Did they draw any conclusions? According to them, the extinction of life was caused by a supernova explosion. The ground activity does not indicate... It happened long ago. Longer than we anticipated. They've dated this event to 10 million years ago. Only this one. The supposed end of Lyran's civilization. Well, that's never been proven. There was practically no trace of them. All right. What happened after? Life was slowly recovering, but never returned to the pre-supernova peak. Not enough time? No. At first, it developed quickly, but then slowed down and declined. Because another disaster? Astrogator, the change in the biosphere development curve coincides with the occurrence of ferruginous clays.
This whole metal contraption. Do I understand correctly? Yes. I don't know what that has to do with it, though. Metals are really not that dangerous. The radioactive deposits marked here are not a definitive obstacle for life either. The biosphere has the ability to perfectly adapt, develop defense mechanisms, and fight back effectively. Well, unless the planet is hit by a supernova wave. Yes. Such sudden events leave no time for adaptation. Even if we assume that these metals were lethal to organic life, that extinction shouldn't last forever. And yet, life never again developed beyond the waters. Does this mean another dominator has appeared on the land? Or one that leaves no trace behind? Therein lies the rub. The Alliance have conducted a great deal of research. That they haven't found a logical explanation for this phenomenon is, to put it mildly, disturbing. Clearly, we're dealing with something beyond our comprehension. And I mean human comprehension in general. This base stands on the outer ring. The center of it is in... under the city. Huh. The one I escaped from. Did they determine the entity's function? Origin? Anything? Well, it's hard to say. There's nothing here about it. Okay. Muss ich hier nochmal versuchen, das nochmal richtig hinzukriegen. Ich glaube, ich irgendwas jetzt überrannt. Judging by the size, these must be fossils from the deepest layers. From before the supernova explosion. They had the opportunity to study organisms preserved in the ocean. Oh, they've discovered... Let me guess. Fishes similar to those on Earth. Yeah, very similar. Apart from one, I've never seen anything like this. They discovered a new organ. Even managed to run some tests already. According to their conclusions, Yes? it detects electromagnetic waves. In order to develop such an organ, they must have had a strong external stimulus. They detect the waves to survive. Okay. Okay, ist jetzt nix. Hier war ich jetzt aber schon. Da gab es hier noch ein Labor, was ich übersehen habe. Nee. Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood. It started rotting. It? The fish. In a bacteria-free environment? How so? All living organisms serve as breeding grounds for bacteria. And there were both fish and humans in here. I could spend all day here if I could. I'm not surprised, Doctor. No longer alive.
Und jetzt auch noch mal was? Eva, wo bin ich jetzt lang gegangen? Hier lang. Da sowas wie eine Kommandozentrale noch irgendwie verpasst, oder? Das Ding hier. I'm at the control station. Several units can be controlled from here. I wonder which. Oh, damn. One's unavailable. Probably out of reach, or they took it. Hm. So, nächste. Aha. I got the feed. But I can't get it to move. It's got a weak signal. Must be too far away. Ich glaube, 3 hatte ich schon, aber... One is a flying unit. Some sort of probe. Flying over the base. Correct. Can you extract data from it? Sure. Never too much data. Especially in the current situation. I just need to find a place to land it. I landed the probe. Gonna check it in a spare moment. Da ist noch eine Sonde. Okay, also eine funktioniert nicht und die andere habe ich jetzt gelandet. I have a record of their mission. Each step, location, units, including dates. I'm all ears. Day 0, landing place. Their main ship's in sector AQ-28. The Invincible? What? They didn't move it? Seems so. I'll try to track it down. Please tell me what else is in there. Like us, they became interested in the ocean. They got there on the 7th day. Quite late. Guess they weren't in a hurry. Before setting up this base, they were stationed not far from here, but seemed very determined to reach this area. They dug a vast system of tunnels. When did they finally get here? On the 15th day of the mission. They conducted research and during excavations found, you won't guess, metal structures. So we had no chance to outrun them. Yeah. And they were already at an advanced stage of works when we were still in orbit. In the end, they sent a convoy to a neighboring sector. So that was their last move. Well, there's no information about their return. And maybe I'll find them there. Highly probable. Do you know what the current day of their mission is? They left on the 25th day. That's all I know. Well, I can't back out now. I have to follow them. Well, it's your decision.
Although I admit I'm also starting to wonder what you'll find. People, Astrogator. They must be somewhere. I'm sending a satellite. Soon I'll have an image of the area where the ship landed. We'll see if the Invincible's still there. I'll continue to search their base. On the 24th day, they sent a convoy north to the sector. Oh, to the sector where I found Gorski. You suspect they went after him, having detected his signal? Oh, surely they could detect him. They could have detected all of us. But would they really do something about it? Well, for some reason they left their base. I'm assuming that has something to do with it. Astrogator, this doesn't make any sense. You can't just wrap up the whole operation. Anyway, the first thing they would take were vehicles and equipment. Only the people are missing here. They've got a device for intercepting alarm signals. There isn't much of it. Single record. Poor guy. He's dead. Awaited help for over a day. Critically low blood saturation. He died of hypoxia. At the time of his death, he was... Yasna, is it necessary? This information will no longer somewhere help near anyone. the city. 18561. 754. Yes. It's Gorski. I'm sorry. You lied to me. You lied how he died. I knew you would blame yourself. Well, of course I do. I could have saved him. Left him that fucking tank. Why didn't you let me? I made the right decision, Yasna. Given the circumstances and our knowledge at the time, there was a high risk your sacrifice would kill you both. Fuck. We let him die. No, Yasna. As I said, I made the call, not you. It would be easier to think so, but I can't. Hier war ich schon. Gucke ich mir jetzt mal die Sonde an. First images from this area. If it's been flying long enough, it may store important information. It photographed the moment of my arrival. I'm on the slides. We already know that. Is there something else? No, the base is empty. The probe must have just started recording. Okay, finished. There wasn't much of it, really.
Dann fahre ich da mal hin. Soll ich da laufen? Das ist denn der obere Bereich. Status? What's new? Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Kann ich auch lang? I know I'm in a hurry, but I should check this place first. Was ist denn der obere Bereich? Okay, also hier soll ich irgendwie nicht lang. Dann fahre ich da nochmal lang. Okay, da komme ich auch nicht lang. This mission drags on so much. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. I forgot about that field. It blocks passage to the excavation site, but more importantly, makes it impossible to follow their convoy. Search the base, Doctor. There must be a way to disable it somewhere. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob ich hier lang komme. Hä? Will ich da herkommen, oder? My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Access to the base is protected by a force field. If these are Dirac emitters, and I'm sure they are, nothing will get through. Is there an opening from the other side? I'll see. Ah, okay, jetzt noch irgendwie weiter. Hoffe ich jedenfalls. Hier komme ich nicht lang. Da komme ich nur wieder hoch. One
a time, Jasna. One step Dann würde at ich a da lang time. fahren. Weil da oben komme ich doch her eigentlich. Hm. Tja. Jasna, focus. What now? Bin ich ja wieder da. Hm. Ja, da muss ich hier noch viel rumlaufen. Also so noch macht es gar keinen Sinn. Ich werde mal ja in die nächste Folge gehen. Dann weiß ich hoffentlich beim nächsten Mal schon, wie es weitergeht. Irgendwie kommt man da bestimmt drüber. Und dann sehen wir uns wieder. Danke fürs Zugucken bis dahin.